Priscilla, wir alle kennen die Geschichte von dem brennenden Dornbusch in der Bibel, wo Gott angeblich zu Mose hat geredet. Und ich weiss, dass sich so viele fragen nach der Frage, ja, ist der Gott immer noch erfahrbar im 21. Jahrhundert? Und ich weiss, dass wir zwei wirklich von vollem Herzen können sagen, doch, wir haben ihn erleben. Und ich frage dich, dir doch irgendwie erzählen, wie es bei dir war. Wie hast du Gott erfahren? Genau. Ja, es war einfach damals, jetzt circa vor 4 Jahren, als ich im letzten Jahr von der Orientierungsschule war. Und dort mal haben wir, also wir sind jetzt nicht in einer christlich aufgewachsen oder so, haben einfach an 4 Tagen in die Messe müssen mit der Großmama. Und wir haben eigentlich nicht gross zu tun im Leben. Und in dem letzten Jahr ist einfach eine Findungsphase einfach gehabt, wo es mir einfach nicht so gut gegangen ist, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe. Ja. Ich habe mich sehr zurückgezogen und ich habe viel in dem Moment, oder in dem Moment sind so Sachen in meinem Leben passiert, wo ich viel das Gefühl habe, egal was ich angreife oder was ich mache, es kommt nur falsch. Oder es geht etwas kaputt oder ich bin schuld für Sachen, die passiert sind. Dementsprechend habe ich mich einfach sehr einsam und habe einfach Selbstzweifel habe ich auch gehabt. Genau. Und ich hatte halt Nachbarn gehabt, die für mich eigentlich auch wie eine Familie waren und die haben mich dann damals in eine Alpha Life eingeladen, wo der einfach durchgeführt wurde. Ein Alpha Life, erklär das kurz. Ist einfach so ein Glaubenskurs oder einfach ein Treffen, wo man sich einfach 10 Wochen lang trifft und einfach über jede Themen auf dem Glauben diskutiert. Okay. Grundlegende Sachen. Themen. Also, genau. Und ich bin da halt einfach in ins Leben gegangen, weil ich einfach gar nicht mit ihnen war. Und ich habe wirklich nichts mit dem anfangen, einfach auch mit den Themen und bin schlussendlich einfach nur gegangen, weil wir einfach eine gute Gruppe hatten. Genau, und einfach da wirklich eine Freundschaft entstehen. Und im zweitletzten Mal ist es um das Thema gegangen, heilt Gott Titen noch. Und da, anstatt halt Diskussion, haben wir halt voneinander gebetet. Und da habe ich einfach so das Gefühl, ich kann ihnen erzählen, wie es mir geht, weil es mir halt in dieser Woche einfach immer schlechter gegangen ist. Und ich habe ihnen einfach erzählt, wie es mir geht. Und sie haben dann für mich gebetet. Und ja, ich weiss auch nicht, in dem Moment sind wir ganz fest dran gekommen. Ich habe wirklich einfach geflammt. Wahrscheinlich gerade der ganze Frust, einfach das, was in mir war. Und am Nachmittag bin ich erwacht und habe so eine Freude, so eine tiefe innige Freude gehabt. Ich habe wirklich den ganzen Tag einfach nur gestrahlt und ich konnte nicht aufhören zu lachen. Und was ich noch viel krasser habe gefunden, ist, wie so, dass meine Gedanken komplett anders waren, als am Vortag oder vor der Zeit. Also ich habe einfach auch Gedanken, ich habe wie so eine tiefe Liebe in mir gespürt und ich habe ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach so getragen gefühlt oder einfach geliebt, habe ich mich auf einmal gefühlt, also als wäre ich verliebt, so, ja. Danach bin ich eigentlich habe ich aber noch die Kontakte von der Alpha Life Gruppe und wir sind halt bin halt mehr so in Gebetsabende gegangen und auch, ich habe mir eine Bibel gekauft, genau, und habe eigentlich auch so ein bisschen angefangen, mich mit der Bibel zu beschäftigen oder einfach, ich habe nach Gott gesucht. Ich habe einfach gewusst, aber ihnen geht es dich oder es ist etwas da, ich will dich näher kennenlernen. Und genau, dann habe ich einfach mehr angefangen, die Bibel aufzuschlagen und habe den Vers einfach gelesen, wo man entgegenkommt. Und sie sind es gerade genau Verse gewesen, die zu meiner Situation gepasst haben. Und so habe ich jetzt einfach mal gelernt, okay, Gott kommuniziert. Er redet. Das ist eine Art und Weise, wie er reden kann. Ja. Genau. Und gleich ist nachher ja wie ein Weg, oder musst ja nicht gerade irgendwie Tag 1 nachher haben wir das Gefühl, ja, Gott redet und ich kehre noch und hier und da. Genau, also es hat auch wirklich Zeiten gegeben, wo ich gar nicht, oder ja, noch nicht gekehrt habe, mich überhaupt nicht nachgefühlt habe, sondern wo es einfach anstrengend war. Ja. Aber, also anstrengend, mal auf eine Art anstrengend und ich einfach wirklich mich selber müssen entscheiden, okay, mal ich will das. Oder ich will gleich in die Anbetung gehen, auch wenn es mir jetzt weniger Lust dazu hat oder so. Ja. Und ich finde es gut, wie gesagt, das ist wie eine Entscheidung in das investieren. So. Von nichts kommt nie nichts. Genau. Ja. Und ich habe halt auch gerade meine beste Kollegin kennengelernt. Und sie selber, ja, wir haben eigentlich gerade zusammen noch wachsen. In das Starten, ja. Und das hat halt, glaube ich, auch sehr viel beigetragen, dass man halt das Gespann hat, weil man hat sich einander ein bisschen geschreckt, oder kommst du einmal, oder komm, mach doch das auch.
Finde ich auch mega wichtig, Gemeinschaft irgendwo zu haben. Dass man nicht allein in dem ist. Genau. Ja, okay. Ja, crazy. Das heisst, du sagst, Gott, dort ist immer noch Begegnung im 21. Jahrhundert. Genau. Schön. Danke für deine Geschichte, für dein Zeugnis. Yes.